Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute unterwegs wieder auf W50 mit unserem Krieger hier am Stissel. Ne? Dort erreichen wir jetzt wahrscheinlich heute Stufe 350. Das ist ganz nice, würde ich mal sagen. Ich bin in meinem Leben noch nie so schnell auf diese Stufe gekommen. Das ist auf dem Server echt heftig, krass schnell gegangen. Ne? Dadurch, dass ich ja hier ein bisschen mehr reingepilzt habe, als man das ja normalerweise von mir kennt. Ne? Dann kam halt jetzt noch der legendäre Dungeon auch noch mit ins Spiel, der ja equipment-technisch als auch steintechnisch ja auch unglaublich krass gecarried hat und nochmal einen fetten Boost gegeben hat zum Schluss jetzt. Bin jetzt auch mittlerweile bei beiden Skillpunkten hier auf das 10 Millionen Cap gekommen. Ne? Das geht ja auch relativ fix, ne? Obwohl ich eigentlich ja immer noch und nach wie vor auf Erfahrung spiele. Das wird sich auch die Tage erstmal nicht ändern. Ne? Und mal gucken, wann wir hier Stufe 350 erreichen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir 350 vielleicht durch einen Dungeon-Gegner schaffen, aber da muss ich euch leider enttäuschen. Die Chancen stehen im Nachhinein, nach wie vor immer noch ziemlich schlecht. Der Graughoul ist immer noch einer der Gegner, die hier am besten von der Chance her aussehen. Ne? Die nach wie vor krasse Dungeon-Bremse hier in dem Wirbelwind, im Tornado hier. Ne? Und hier Lucius. Der Lucius sieht, der sah gar nicht so verkehrt aus. Ne? Aber auch da habe ich jetzt nicht allzu viel reingetried. Dann hatte ich eher ein paar Tries im Wirbelwind gehabt. Aber das war jetzt schon einer der besten Angriffe, die man hier gegen Lucius haben kann, von den aktuellen Gegebenheiten her. So, ne, ich bin auch schon beim Arena Manager ein bisschen weiter, allerdings ist das Problem, dass ich keine höhere Schadensrune mehr finden kann, ne? Denn im Shop sind die Runen bei normalen Items oder bei normalen Waffen auf 30% gecapped, das heißt, alles, was über 30% gehen würde, das müsste eine Epic-Waffe sein. Das heißt, erst zum Epic-Event kann ich wieder bessere Runen, zumindest bessere Schadensrunen auf meiner Waffe finden. Ne? Weil, wie gesagt, bei diesen normalen Waffen sind die hier, wie gesagt, auf 30 gecapped. Und das 30% habe ich jetzt momentan auf meiner Waffe. Und deswegen geht da auch nicht sehr viel mehr. Ich könnte jetzt, ich könnte vielleicht so bei 33, 34% oder sowas jetzt irgendwie rumdümpeln. Das wäre schon wieder einiges mehr, sollte man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Und das wären vielleicht auch schon die Prozente gewesen, wo hier der Graughoul hätte fallen können. Ne? Ich warte immer noch sehnsüchtig auf den Tag. Leider sind meine Stats noch nicht so weit fortgeschritten dafür. Und hier mit der Quest gegen den Problembär haben wir jetzt hier Stufe 350 erreicht. Ja, haben wir es geschafft. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst, 350 auf den Krieger hier. Ja, das ist jetzt, mein dritthöchster Char, den ich jetzt habe. Ich habe gerade noch überlegt, damals hatte ich ja den Dämonenjäger fast auf 400 gezockt, das heißt, den habe ich jetzt aber schon bald wieder überholt. Und dann hatte ich noch damals, als der Assassine rauskam, den hatte ich auch mal eine Zeit lang gespielt, aber ich glaube auch nur irgendwas in der 220er oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war noch damals auf wo kam der raus? Auf Server W23 oder so. Ich glaube, da wurde der Assassine released. Ja, da musste ich, glaube ich, noch irgendwie einen Account haben. Aber auf jeden Fall wird das hier jetzt natürlich mein dritter. Ne, warte mal. Den Berserker habe ich ja auch noch, ne? Stimmt. Berserker ist ja auch noch da. Ja, also ich habe noch ein paar Chars auf jeden Fall. Ich realisiere gerade erstmal, wie viel ich eigentlich spiele überhaupt. Ja, das ist gar nicht mal so gut, würde ich mal behaupten. So. Ja, mit Stufe 350 können wir natürlich jetzt nochmal hier reingehen in den Graughoul. Ich probiere immer noch mal hier und da ein paar Tries. Ne? Vielleicht fällt er auch nicht. Die Chancen sind nach wie vor immer noch so bei 0,15% so ungefähr. Also nicht ganz unmöglich, aber halt auch nicht wirklich machbar. So, ne? Da müsste man irgendwie so 2.000, 3.000 Tries oder keine Ahnung. Müsste man da irgendwie schon rein investieren. Ich weiß auch nicht, ich habe auch schon sehr viele Pilze gegen ihn hier löhnen müssen, glaube ich heißt das, ne? Aber er will nach wie vor
ist er immer noch sehr hartnäckig und wird mir, glaube ich, auch noch weiterhin erstmal noch auf den Sack gehen hier. Ja, natürlich schade, weil ich sehe nämlich nach den Gegnern danach, die sind halt wirklich super, super easy zu besiegen. Und ja, wäre cool, wenn wir den hier aus dem Weg geräumt kriegen würden. Dann denke ich mal, ist da auch wieder leveltechnisch vielleicht noch ein Level oder so, oder vielleicht anderthalb oder keine Ahnung wie viel. Ich schaffe dann danach wie viele Etagen. Aber das sollte dann auf jeden Fall wieder drin sein. Wäre natürlich nicht verkehrt. Ne? Mein legendäres Equipment ist ist auch schon wieder outdated. Ne? Guck mal, ich habe jetzt nicht mal großartig geblättert und finde hier schon eine Waffe, die vom Durchschnittsschaden besser ist. Ja, also das ist schon, ja, ist traurig auf jeden Fall. Ne? Aber so ist das nun mal in diesem Levelbereich. Lohnt sich das noch nicht großartig, hier ja, sehr viele Pilze zu investieren, um so ein temporär gutes Equipment zu haben, was aber ziemlich schnell wieder outdated ist. Das Equipment gab mir allerdings halt einen Boost von, ja, ich weiß nicht, wie viele Level das gewesen sind. Also es waren auf jeden Fall einige Level, die wir da durchgeschafft haben, die ich natürlich nicht geschafft hätte, hätte ich mir das Equipment und die Steine gar nicht besorgt. So, das ist natürlich auch das Ding, ne? Ja, außerdem, sei mal dazu gesagt, wird das Ganze ja hier auch so ein bisschen mehr oder weniger durch die Videos wieder reinkommen, das Ganze, ne? Natürlich auch durch die Hilfe von Playa auch ein Stück weit, ne? Und ja, deswegen lässt sich das Ganze hier auch so veranstalten, ne? Und ich sage es ja auch nach wie vor, wenn ich euch das vormache, dann müsst ihr es nicht nachmachen. Es reicht, wenn ihr das dann bei mir seht, ne? Wie hier das Geld zum Fenster rausgeworfen wird, ne? Und ja, dann ist das auf jeden Fall ja, es ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man nicht selbst davon betroffen ist, sage ich mal. So, gut. Aber ich will euch jetzt hier auch gar nicht irgendwie großartig weiter belasten hier mit der Alu. Wir können noch mal gucken, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Glücksrad haben wir, glaube ich, gerade gemacht, ne? Guck mal, ich habe mich jetzt alleine durch die Alu jetzt hier schon in die Top 31 gemogelt. Hier, da ist, denke ich, noch mehr drin, ne? Vielleicht sollte ich erstmal meine Arena-Angriffe machen, aber ich war, glaube ich, irgendwas um die 40, ne? Ich glaube, irgendwas so Rang 40 und jetzt alleine durch ein bisschen Alu schon wieder auf 30. Also es ist nach wie vor immer noch ein sehr stark umkämpfter Server hier, ne? Deswegen, ja, gucken wir mal. So, kriegen wir erstmal wieder, also jetzt werden wir erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen, kämpfen wir mal gegen Mo hier, ne? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen aufs Maul, weil wir uns jetzt durch die Alu hochgeboostet haben, wo ich teilweise gar nicht hingehöre, ne? Und deswegen sacke ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder so auf Platz 40, 50 so ab, würde ich mal so ungefähr sagen. Ne, wir schauen mal nach den 10er Arena-Angriffen. Und ja, dann carry ich mich wieder ein bisschen zurück mit der Alu, ne? Weil die Abenteuerlust, die gibt ja auch ein bisschen Ehre, ne? Und deswegen ist das Ganze nicht so verkehrt. So, Magier, ne. Ja, das ist, wie gesagt, ziemlich haarige Angelegenheit hier oben noch, ne? Es ist sehr hart umkämpft auf jeden Fall. So, 9, einen Kampf müssen wir noch gewinnen. Wir nehmen mal den Kundi. Das war gar keine gute Idee. Ja, Battle Mage hier, ja, haben wir den noch besiegt. Nice, wo sind wir? Platz 35, okay. Ja, sind wir nicht so weit abgesackt, ne? Jetzt könnte ich wahrscheinlich mir meinen Weg noch wieder zurückerkämpfen mit der Alu. Oh, ein Epic, nice. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil ich bräuchte ja auch noch ein paar Epics hier für die Toilette immer mal wieder ein paar. Ist nicht verkehrt. Ne, wir haben ja auch als nächstes haben wir ja auch hier das Epic-Event, kommt ja auch als nächstes, haben wir als nächstes am Start. Das heißt, wir können endlich mal den Köhlich hier bekommen. Ne? Das ist, ja, da bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige, der da dran struggelt, so, ne? Den Köhlich zu bekommen. Das sind ganz viele Leute, die hier an dem hängen und jetzt, ja, auf ein Epic-Event halt warten, so, ne? Und, ja, aber es kam halt lange Zeit kein Epic-Event und deswegen, ja, gab es auch lange Zeit kein Köhlich, ne? Ist ja irgendwo auch einleuchtend, ne? Wie eine Glühlampe und deswegen, ja, freuen sich da schon sehr viele drauf, wenn es hier soweit ist, ne? Bis dahin werde ich noch ein bisschen meinen Fluch füttern, dass wir hier die letzten 2 auch noch down kriegen, auf jeden Fall, das sollten wir noch hinkriegen, ne? Und dann sieht das hier erstmal bei den Pets soweit schon mal ganz
gut aus. Ich werde hier jetzt nicht weiter in Wasser reintryen, weil hier wegen dem, der den 14. Licht-Dungeon vollendet hat, das dauert noch ein bisschen. Das könnte man bekommen, Hydrosphere, aber den zu besiegen, das dauert wahrscheinlich auch erstmal noch wieder ein klein bisschen. Ne? Und ja, ich habe hier noch... Ah ne, wir sind tatsächlich gleich durch mit der Alu. Dann können wir mal gucken. Dann spielen wir mal noch die restliche Alu. Dann können wir noch das Dämonenportal im Anschluss noch angreifen. Ne? Zum Ende des Tages hier, um mal zu schauen, was wir da eventuell noch rausbekommen. Ne? Dann sieht man mal gleich ein bisschen, wie ich queste hier. Teilweise, also diese 10-Minuten-Quests, die nehme ich sehr selten an, auch wenn die mir relativ viel Erfahrung bringen, so ja, auf die Zeit gesehen vielleicht. Ne? Trotzdem bin ich da tatsächlich eher noch immer mehr der Fan davon, kurze Quests anzunehmen, weil da immer noch ein bisschen anderer Stuff mit rumkommen könnte, wie zum Beispiel das Schild gerade. Ne? Huch, ne, die wollte ich nicht annehmen. Und ja, das wege ich aber immer ab, wie halt so die Quests kommen. So, hier haben wir jetzt eine 5 Millionen. Ja, nehmen wir mal aber noch die hier. Ne? So, bei der nehmen wir die. Und das ist hier die letzte, haben wir noch unser letztes Bier, das trinken wir noch aus. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Okay, bloße Händen einen besiegen, das kriegen wir hin. Das Ding ist natürlich, dadurch, dass ich halt eben auf Erfahrung gehe, sieht man hier links oben, kommt nicht sehr viel Gold zusammen, ne? Das ist klar, aber umso höher man im Level ist, umso mehr Gold bekommt man ja auch hinten raus. Deswegen, so oder so, ist es, denke ich mal, kein schlechter Spielstil, ne? Hauptsache, ihr macht jeden Tag eure Alu, das ist das Wichtigste. So, Stadtwache rein. Auf 7 Stunden erstmal hier. Zack. Dann gehen wir hier noch ein bisschen in Stärke rein. So, und dann gucken wir mal. Die Chancen sehen nicht sehr gut aus hier. Wir sind beim Slenderman. Oder beim Schlenderman, besser gesagt. Ne? Stufe 404 Error. Zeigt er an hier. Ja. Aber das ist halt ein Magier, der crittet uns weg. Wir haben nicht sehr viele Chancen. Ja, wenn wir selbst nicht ein bisschen critten, machen wir kaum Schaden. Aber heute haben wir wieder ein bisschen gemacht. Wir sind auf 66%. Ne, können wir noch hier rein ins Gildenpad, nochmal zack und hier Dämonenportal und dann war es das für heute soweit. Und wir sind auf Platz 24, ja, das ist ja ganz nice, ne, ist auf jeden Fall für Ende des Tages, denke ich mal, eine ganz okaye Leistung, ne, und ja, ich halte mich auf jeden Fall weiterhin hier stets und ständig, ja, relativ weit oben. Gut. Ja, ich hätte natürlich wirklich ganz gerne hier noch den Graughoul irgendwann noch down, aber ich will hier auch nicht weiter Pilze irgendwie rein investieren. Das weiß ich nicht. Lohnt sich auch jetzt nicht so wirklich so, ne? Obwohl er manchmal schon echt so aussieht, als würde er gehen, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Epic Event ist ja auch bald jetzt, ne? Das heißt, so viele Level machen wir auch nicht mehr bis dahin. Weiß ich nicht, ob sich dann eine neue Waffe lohnt. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen nach Waffen blättern. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, weil wir auf jeden Fall auch die neue Rune brauchen für die Waffe. Ob es denn eine komplett neue Waffe wird, weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen. Aber ansonsten, jo, war es halt erstmal soweit für heute gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.